Hallo zusammen. Blackmagic Design hat im Zuge der NAB viele neue 2110 IP-Geräte angekündigt, die das Line-up vervollständigen und Workflows komplett im 2110-Universum ermöglichen. Die angepeilten Release-Termine der neuen Geräte rücken näher, Grund genug für uns, euch ein Update zu geben, welche Modelle hinzukommen und was das für die Workflows bedeutet. Wir hatten euch bereits letztes Jahr die erste Generation 2110 IP-Geräte von Blackmagic Design vorgestellt. Grant Petty, der CEO von Blackmagic, hat nun im April in seinem traditionellen Livestream vor der NAB die Neuankündigungen ausführlich gezeigt. Beide Videos verlinken wir euch unten. Im Zuge des ursprünglichen 2110 IP-Release wurden im Wesentlichen 3 Klassen von Geräten auf den Markt gebracht: Broadcast-Converter, Decklink-Karten für die Ein- und Ausgabe am Computer und ein Ethernet-Switch. Es gab also zum Beispiel noch keine Optionen für die Bildmischung oder die Aufzeichnung direkt im 2110 IP-Universum. Das ändert sich nun. Mit dem ATEM 4ME Constellation IP und ATEM 4ME Constellation IP Plus sind 2 2110 IP-Bildmischer angekündigt. Von den Fähigkeiten der Bildmischung entsprechen sie ihren Namensvettern aus dem SDI-Universum. Aber von den Anschlüssen und der Signalverarbeitung her sind sie komplett auf 2110 IP ausgelegt. Für die Signalverteilung wird hier aufgrund der großen Menge an zu verarbeitenden Signalen komplett auf 100G QSFP28 Module gesetzt. Zusätzlich gibt es klassische 10G und 1G Ethernet-Anschlüsse für die Steuerung, Management und die PTP-Clock. Abgesehen von Management sind alle Anschlüsse redundant ausgeführt. Alle bekannten Zubehörgeräte der klassischen ATEM-Mischer, wie zum Beispiel Steuerpanels und Camera Control Panel, sind auch mit den neuen IP-Mischern kompatibel. Um einzelne Endgeräte in das 100G-Netzwerk einzuspeisen, gibt es diverse Konverter. Die Blackmagic Studio Bridge 10G PWR fungiert als Breakout-Box für 2110-fähige Endgeräte mit 10G Ethernet. 8 dieser Ethernet-Anschlüsse, jeweils mit 90 Watt PoE++, werden hier auf einen redundanten 100G-Anschluss gebündelt. Das ist zum Beispiel eine spannende Lösung, um mehrere Blackmagic Studio-Kameras 4K Pro und 6K Pro in das System einzubinden und direkt über das Ethernet-Kabel mit Strom zu versorgen. Die Blackmagic Studio Bridge 100G ermöglicht nach demselben Prinzip stattdessen den Anschluss von 2 100G-fähigen Kameras und Zubehör. Der Blackmagic SDI Expander 8x12G fungiert als Breakout-Box für SDI-Endgeräte. 8 12G SDI In- und Outputs werden hier auf einen redundanten 100G-Anschluss gebündelt. Das ist eine gute Möglichkeit, bereits vorhandene klassische Studio-Hardware in den neuen 2110 IP-Workflow zu integrieren. Für die Aufzeichnung und Wiedergabe eignet sich der Hyperdeck ISO Recorder 100G. Er kann 8 2110 IP-Videosignale parallel als ProRes-File auf einen Netzwerkspeicher aufzeichnen oder von diesem abspielen. Sowohl die Anbindung der 2110 Signale als auch des Netzwerkspeichers erfolgen über redundantes 100G Ethernet. Zusätzlich bietet der Hyperdeck ISO Recorder 100G redundante Anschlüsse für die Steuerung, für die PTP-Clock, SDI-Monitoring-Anschlüsse sowie einen Ethernet-Management-Port und einen HDMI-Monitoring-Ausgang. Als passender Netzwerkspeicher bieten sich die ebenfalls neu angekündigten Blackmagic Cloud Store Ultra 24 TB und Blackmagic Cloud Store Ultra 48 TB an. Sie verfügen über den passenden redundanten 100G Ethernet-Anschluss, außerdem SDI und HDMI-Monitoring-Anschlüsse. Als passende Schnittstelle für einen solchen auf 100G Ethernet basierenden 2110 IP-Workflow wurde der Blackmagic Ethernet Switch 820 vorgestellt. Er bietet 8 100G QSFP28 Schächte, zusätzlich 2 10G Ethernet-Buchsen, redundante Anschlüsse für die PTP-Clock sowie 1G Ethernet-Buchsen für Management und Steuerung. Zusätzlich zur Netzwerk- und Mischerperipherie gab es auch, was Kameras angeht, einige Neuankündigungen. Sowohl von der Blackmagic Ursa Cine 12K LF
Als auch von der Ursa-Szene Immersive wurden Varianten mit 100G QSFP28 Schächten angekündigt, die 2110 IP Video direkt aus der Kamera ausgeben können. Die Blackmagic Ursa-Szene 12K LF100G wird mit PL-Anschluss ausgeliefert werden, aber ein optionaler B4-Mount für klassische Broadcast-Optiken ist verfügbar. Im Zusammenspiel mit einem für B4 geeigneten Sensor-Crop und dem schnellen 100G-Anschluss werden hier Bildwiederholraten bis zu 240 Frames pro Sekunde möglich sein. Mit der Ursa-Szene Immersive 100G werden hochqualitative, immersive Live-Broadcasts mit stereoskopischer Ansicht möglich. Schauen wir uns zum Abschluss noch einen Beispiel-Workflow an. Stellen wir uns vor, wir wollen ein mittelgroßes Fernsehstudio mit 5 Kameras betreiben, wir wollen in der Lage sein, ISO-Recordings aufzuzeichnen und wir wollen, wo es möglich ist, auf 2110 IP setzen. Zur Signalverteilung verwenden wir 2 redundant eingesetzte Blackmagic Ethernet Switch 820. Das ISO-Recording realisieren wir mit dem Hyperdeck ISO Recorder 100G, der über ein separates Netzwerk auch an den Cloudstore Ultra 48 TB angeschlossen ist. Als Kameras verwenden wir die Blackmagic Studio Camera 6K Pro, die wir über die Blackmagic Studio Bridge 10G PWR ins System einbinden. Dieses Setup erfüllt den gewünschten Zweck und bietet noch etwas Luft, um zum Beispiel Medienserver, Grafik-Workstations oder weitere Hyperdecks als Zuspieler einzubinden. Dank der neu angekündigten Geräte müssen wir hier an keiner Stelle das 2110 IP-Universum verlassen und auf SDI konvertieren, wie es mit den bisher verfügbaren Geräten noch der Fall gewesen wäre. Wer die neuen 2110 IP-Geräte in Aktion sehen möchte, wird Mitte September auf der IBC am Stand von Blackmagic Design die Gelegenheit dazu haben. Und wer weiß, ob es nicht auch die eine oder andere Neuankündigung gibt. Numedia AV wird ebenfalls mit einem eigenen Stand vertreten sein. Wenn ihr auch da seid, schaut doch gerne mal ab 17 Uhr auf ein Bier oder einen Softdrink bei uns vorbei. Bis dahin, professionellen Feierabend.